Ein 82 Kilogramm schwerer Saint Bernard weigerte sich, seine 5-jährige beste Freundin nach ihrer Rückkehr aus dem Krankenhaus allein zu lassen. Und was dieser massive Hund mitten in der Nacht spürte, rettete ihr Leben, als niemand sonst wusste, dass sie in Gefahr war. Das ist Bruno. Und das ist Emma, das kleine Mädchen, dessen zweite Chance im Leben von einem Hund kam, der nicht aufhörte, über sie zu wachen. Vor 3 Wochen war unsere Familie normal. Mein Mann David und ich hatten 2 Saint Bernards, Bruno und Max, und unsere 5-jährige Tochter Emma. Das Leben war vorhersehbar. Emma spielte im Garten mit ihren sanften Riesen. Bruno, der größere der beiden mit 82 Kilo, war ihr Schatten. Max, etwas kleiner, war unabhängiger, aber ebenso liebevoll. Dann wurde Emma krank. Es begann mit Fieber. Anfangs nichts Alarmierendes. Kinder bekommen Fieber. Aber am 2. Tag stieg Emmas Temperatur auf 40 Grad. Sie war lethargisch, kaum ansprechbar. Wir rasten in die Notaufnahme. Bakterielle Infektion, sagte der Arzt nach Tests. Es ist ernst, wir müssen sie sofort aufnehmen. Emma verbrachte 3 Tage im Krankenhaus mit intravenösen Antibiotika. Die Infektion war in ihrem Blutkreislauf. Sepsis nannten sie es. Die Ärzte stabilisierten sie, aber sie warnten uns. Die nächste Woche ist kritisch. Wenn die Infektion zurückkehrt oder Komplikationen auftreten, müssen Sie sie sofort zurückbringen. Achten Sie auf Fieber, Lethargie, Verwirrung. Wir brachten Emma an einem Donnerstagnachmittag nach Hause. Sie war schwach, blass, aber stabil. Die Antibiotika hatten gewirkt. Sie brauchte nur Ruhe und Überwachung. Bruno wartete an der Tür, als wir in die Einfahrt fuhren. Er hatte die ganze Zeit, in der Emma weg war, nicht richtig gegessen. David sagte, er habe Stunden damit verbracht, vor Emmas Schlafzimmertür zu liegen und zu warten. In dem Moment, als Emma durch diese Tür ging, veränderte sich Brunos ganzer Körper. Seine Ohren stellten sich auf. Er näherte sich, langsam. Nicht mit seiner üblichen, überschwänglichen Begrüßung, sondern mit intensivem, vorsichtigem Fokus. Er ging direkt zu Emma, senkte seinen massiven Kopf und drückte seine Nase gegen ihre Brust, dann ihren Hals, dann ihre Stirn. Er überprüft sie, sagte David leise. Bruno schnüffelte eine volle Minute an Emma, dann schaute er zu uns hoch, seine dunklen Augen ernst und positionierte sich an Emmas Seite. Als sie zur Couch ging, ging Bruno mit ihr. Als sie sich hinsetzte, setzte sich Bruno neben sie. Als sie nach oben ging, um zu ruhen, folgte Bruno. Er hat sie vermisst, sagte ich und beobachtete durch Emmas Schlafzimmertür, wie Bruno sich am Fußende ihres Bettes niederlegte. Er ist einfach glücklich, dass sie zu Hause ist. Aber Brunos Verhalten in den nächsten 72 Stunden bewies, dass dies mehr war als nur Glück. Bruno weigerte sich, Emmas Zimmer zu verlassen. Max kam und ging, überprüfte sie regelmäßig, aber Bruno blieb. Wir brachten ihm Futter und Wasser und er aß schnell, kehrte dann zu seinem Posten zurück. Nachts schlief Bruno nicht. Er lag am Fußende von Emmas Bett, den Kopf oben, die Augen offen, beobachtete sie beim Atmen. Das ist nicht normal, sagte David in der 2. Nacht und überprüfte die Babyphonaufnahmen. Schau ihn dir an. Er entspannt sich nicht. Er überwacht sie. Der Tierarzt sagte, Hunde können spüren, wenn ihre Familienmitglieder krank sind, antwortete ich. Vielleicht weiß er, dass sie sich noch erholt. Sie nimmt Antibiotika. Es geht ihr gut. Die Ärzte sagten, es geht ihr gut. Aber Bruno dachte nicht, dass es ihr gut ging. In der 3. Nacht begann Bruno etwas zu tun, das uns nervös machte. Jede Stunde stand er auf, ging zu Emmas Bett und schnüffelte an ihr. Speziell schnüffelte er an ihrem Atem, ihrer Stirn und ihrem Hals. Er blieb dort 20 bis 30 Sekunden lang völlig still, kehrte dann zum Fußende des Bettes zurück. Sollten wir den Tierarzt anrufen? Fragte ich David. Ist das Angst? Stimmt etwas nicht mit Bruno? Ich weiß es nicht, aber er macht mir Angst. In der 4. Nacht um genau 2:47 Uhr änderte sich alles. Ich wachte von einem Geräusch auf. Ein tiefes, dröhnendes Bellen, das das Haus erschütterte. Ein verzweifelter Alarm, der nicht aufhörte. David und ich rannten den Flur hinunter. Bruno stand auf Emmas Bett und bellte direkt in ihr Gesicht. »Bruno, stopp!« schrie David. Aber Bruno hörte nicht auf. Er bellte lauter, griff Emmas Decke und zog sie ab. Dann stupste er ihre Schulter an. Da sah ich ihr Gesicht. Emmas Haut war leuchtend rot.
Stirn brannte, Atmung schnell und flach, Augen unfokussiert. »David, sie brennt! Ruf 112!« David griff nach seinem Handy. »Meine Tochter, Sepsis, gerade aus Krankenhaus, brennt!« Ich griff nach dem Thermometer. 41 Grad. »Emma, bleib bei mir!« »Mama, mir geht es nicht gut.« Bruno hörte auf zu bellen, als Emma sprach. Aber er bewegte sich nicht. Sanitäter kamen in 8 Minuten. Fieber 41,2 Grad. Ins Krankenhaus. Dr. Müller untersuchte Emma. Die Infektion ist zurückgekehrt. Weitere 30 bis 60 Minuten, sie hätte septischen Schock erleiden können. Wie wussten sie um 2:47 Uhr nach ihr zu sehen? Unser Hund, er hat uns geweckt. Ihr Hund hat sie geweckt? Er wusste, dass etwas nicht stimmt. Dr. Müller schwieg. Hunde erkennen Veränderungen durch Geruch. Ihr Hund roch die zurückkehrende Infektion. Ich sehe, ihr habt nicht abonniert. Das macht mich traurig. Wenn ihr Geschichten wollt, wie Tiere Leben retten, abonniert jetzt. In der nächsten Woche überprüfte ich Babyphone-Aufnahmen. Was ich entdeckte, ließ mich weinen. Bruno hatte ihre Temperatur überwacht. Jede Stunde schnüffelte er, überprüfte Fieber. Nacht 2. Emmas Temperatur stieg auf 37,6 Grad. Bruno blieb 2 Stunden aufmerksam. Nacht 3. Temperatur stieg auf 38 Grad. Bruno lief 45 Minuten, bis sie sich stabilisierte. Nacht 4. Als sie 40 plus erreichte, alarmierte Bruno sofort. Bruno hatte ein Muster verfolgt. Emmas Körper kämpfte gegen Infektion. Bruno erkannte es. Als es lebensbedrohlich wurde, handelte er. Emma verbrachte 5 weitere Tage im Krankenhaus. Dr. Müller machte eine Empfehlung. Lassen Sie Ihren Hund weitermachen. Wenn er wieder alarmiert, rufen Sie sofort an. Emma kam eine Woche später gesund nach Hause. Bruno wartete. Diesmal wedelte sein Schwanz. Ihr ging es gut. 2 Wochen hielt Bruno Wache. Jede Nacht, jede Stunde. Als Emma sich erholte, wurden Kontrollen seltener. Woche 3. Er schlief friedlich. Heute ist Emma gesund. Bruno führt sein normales Leben, spielt mit Max, stiehlt Essen. Aber jede Nacht überprüft er. Einmal, um sicher zu sein. Letzte Woche schlang Emma Arme um Brunos Hals. »Danke, dass du mich gerettet hast. Du bist mein Held.« Brunos Schwanz wedelte. Er leckte ihr Gesicht. David und ich denken oft daran, was passiert wäre, wenn Bruno nicht da gewesen wäre. Ärzte sagten, Emma hätte sterben können. Aber wenn wir Bruno und Emma jetzt beobachten, den 82 Kilo schweren Saint Bernard und das kleine Mädchen, verstehen wir. Bruno liebte Emma nicht nur. Er verstand, dass Liebe bedeutet, wach zu bleiben, während alle schlafen, seinen Instinkten zu vertrauen, sich zu weigern, jemandes Seite zu verlassen, bis sie in Sicherheit sind. Manchmal kommt die beste Überwachung nicht von Maschinen. Sie kommt von einem Hund, der dich genug liebt, um nie aufzuhören zu wachen. Die Frage, können Hunde medizinische Notfälle erkennen, bevor Symptome offensichtlich werden? Oder ist es Instinkt, den wir nie verstehen werden? Teilt eure Gedanken.